Der GMTK Game Jam ist einfach mal der größte Game Jam des Jahres und hat über 30.000 Teilnehmende. Ja, und die haben alle nur ein Ziel und das ist die Entwicklung eines super tollen Spiels. Ja, und dieses Jahr habe ich halt auch teilgenommen. Aber erst nochmal einen Gang zurück. Was zur Hölle ist GMTK und was soll ein Game Jam sein? GMTK steht für Game Makers Toolkit und ist ein YouTube-Kanal mit mal eben 1,6 Millionen Abonnenten. Ja, und ein Game Jam ist nicht etwa eine spielerische Marmelade, sondern ein Zusammentreffen von Spieleentwicklern, um gemeinsam innerhalb einer kurzen Zeitspanne ein Spiel zu entwickeln. Dabei arbeiten Personen mit verschiedenen Kenntnissen interdisziplinär zusammen. Das umfasst unter anderem Softwareentwickler, Game Designer, 2D- und 3D-Künstler, Audiodesigner und Musiker, oft aber auch Menschen mit anderen Hintergründen und Amateure. So, da das nun geklärt ist, ich habe also an diesem Zusammentreffen von Spieleentwicklern teilgenommen und jetzt? Ja, im Grunde war's das schon und du könntest abschalten. Oder du bleibst dran und ich erzähle dir, wie ich da so richtig reingeschissen habe. Alles fing mit dem Thema an. Zu Beginn des Game Jams wurde das Thema auf dem YouTube-Kanal des Jams bekannt gegeben und mein Teamkollege und ich haben nur auf die Bekanntmachung gewartet. Und dann ist es soweit und das Thema für dieses Jahr lautet... Loop. Das ist der Oberhammer. Ja gut, so haben wir nicht reagiert. Das ist ganz okay. Direkt haben wir das heilige Whiteboard rausgeholt und unsere Ideen aufgekritzelt und Loop, das heißt Schleife. Wir hätten ein Spiel planen können, bei dem man immer wieder denselben Gang entlang läuft und dabei Anomalien entdecken muss, um dieser Zeitschleife zu entkommen. Ähnlich wie es bei The Exit 8 der Fall ist. Eine andere Idee war eine Art 2D-Welt, optisch wie bei This War of Mine. Dabei hätte man dann einen Einbrecher verjagen müssen und jedes Mal, wenn der einen erwischt, landet man dann wieder am Anfang. Aber das macht doch bestimmt jeder, oder? Ja, und dann ist halt die bessere Idee gekommen. Wie wäre es mit einem Hula-Hoop-Reifen? Kein Scherz. Wie wäre es, wenn da so ein Typ ist, der etwas Sport machen will und sich da halt einen Hula-Hoop-Reifen zur Hand nimmt? Ja, und der Game Loop besteht dann halt darin, dass der Reifen halt irgendwie auf den Hüften bleiben muss, denn ohne Bewegung fällt er runter. Und da kommt halt nun der Spieler ins Spiel. Und dabei dachten wir dann halt an Friday Night Funkin', einem Rhythmusspiel, bei dem man die richtigen Eingaben drücken muss, um den Punktewert zu erhöhen. Für die eigentliche Entwicklung haben wir dann die Arbeit aufgeteilt. Sprites übernimmt mein Teampartner und die Skriptarbeit mache ich. Das heißt, fürs Erste gibt es dann halt nur Platzhalter, die vom Himmel fallen, aber das ist nicht allzu schlimm. Für jede Pfeilrichtung braucht es dann noch eine eigene Bahn mit einer eigenen Farbe und nachdem das stand, war das Einbauen der Punkte auch ganz einfach. Insgesamt verlief die Entwicklung sogar ziemlich gut. Die Assets flogen rein, wurden hier und da mal angepasst und ausgetauscht. Und dann kam dieser blöde Hula-Hoop-Reifen, der muss ja auch noch da rein, so für das Thema. Die Frage war, wie kriege ich ein 2D-Objekt dazu, sich realistisch zu drehen und zu neigen. Benutzt man einen Hula-Hoop-Reifen und das perfekt, dann dreht er sich ziemlich stabil. Der Spieler wird aber nicht immer perfekt treffen und der Reifen müsste dann eigentlich ins Stottern kommen. Die Rotation konnten wir dann aber durch eine einfache Sprite-Animation simulieren und die Neigung, die war dann halt kniffliger. Da kam dann Tweening ins Spiel und nein, die Rede ist nicht von präpubertierenden Fortnite-Kindern, sondern von In-Betweening. Gemeint ist, ein Objekt von Zustand A nach Zustand B zu bringen mit einer kleinen Animation. So konnte ich jedenfalls den Hula-Hoop-Reifen so richtig ins Schleudern bringen und trifft man jetzt eine Taste, gibt es einen Impuls und der Reifen dreht sich weiter. Trifft man nicht, fällt er langsam zu Boden. Ist eigentlich andersrum richtiger, aber das interessiert jetzt hier einfach nicht. Zum Ende hin haben wir die Musik noch angepasst. Unser System dafür ist richtig cool, hat aber am Ende auch für unser Versagen gesorgt. Dazu gleich mehr. Auch das Hauptmenü habe ich noch zusammengebastelt, genauso wie die Credits und damit war das Spiel eigentlich fertig. Das Spiel ist also fertig, ja? Dann lade es doch hoch und zeige es der Welt. Easy, dachte ich. Hochladen kriege ich dann ja auch noch hin. Dachte ich. Ja, und dann begann das Chaos. Das Spiel, an dem wir halt 5 Tage gearbeitet haben, funktioniert nicht. Es startet nicht, klappt nicht, nicht spielbar. Ich war in Panik. Ja, und nicht mehr viel Zeit und wir müssen das Spiel noch spielbar machen. Ein Upload nach der Deadline würde uns nämlich disqualifizieren. Ja, aber dann gab es noch einen Hoffnungsschimmer. Die Veranstalter gaben allen Teilnehmenden noch 1 Stunde extra. Was soll ich sagen? Ich konnte die Ursache einfach nicht finden. Im Browser war das Spiel nicht spielbar. In den letzten 5 Minuten habe ich dann halt noch schnell eine Windows-Version hochgeladen. Immerhin könnte man die dann ja noch spielen. Ja, nur blieb keine Zeit, um diese Version zu testen und am Ende versagten wir halt. Die Windows-Version war nämlich auch nicht spielbar. Es war vielmehr sowas wie ein Hauptmenü-Simulator. Die Deadline ist rum. Wir haben ein Spiel gebaut, das in der Engine zwar spielbar ist, aber nicht im Export und 5 Tage waren für nichts.
Das Spiel ist nicht spielbar. Das muss aber nicht so bleiben, denn auch wenn wir uns quasi disqualifiziert haben, können wir das Spiel trotzdem nach dem Gem reparieren und der Welt präsentieren. Und genau das ist jetzt auch unser Plan. Unser Spiel, für das wir uns so angestrengt haben, soll funktionieren. Auf der Suche nach der Ursache bin ich dann das ganze Spiel nochmal durchgegangen. Und warum zum Fick funktioniert dieser Windows-Bild nicht? Ja, warum wohl? Unser Pfeil-Spawn-System ist so aufgebaut, dass eine Textdatei Sequenzen beinhaltet und ein Skript diese dann verarbeitet. Eine Sequenz besteht aus einem Zeitstempel und einer Pfeilrichtung. Sobald das Lied an der Stelle des Zeitstempels angekommen ist, soll der Pfeil an seiner Hitposition sein. Entsprechend dieser Logik werden dann halt auch die Pfeile gespawnt. Godot, die Engine, die ich nutze, bietet diverse Exporteinstellungen an und eine davon erfordert, dass Textdateien explizit für den Windows-Export mit angegeben werden müssen. Wieso? Keine Ahnung. Wusste ich davon? Nö. Die Windows-Version funktioniert jetzt also und die Browser-Version? Ja, die immer noch nicht. Das Problem bei der war eine andere Natur. Die Engine bietet eine Node, quasi einen Bauklotz an, mit welcher sich Musik abspielen lässt. Für das Hauptmenü gibt es eine sanfte Hintergrundmusik, die gestartet werden soll, sobald die ganze Szene aufgerufen wird. Aber genau das sorgte halt für den Fehler. Erst wenn die Szene geladen ist, soll die Musik laufen. Sie startet aber noch davor. Plane unbedingt auch Zeit für das Testen ein. Lade einfach mal eine frühe Version hoch und probier sie aus. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Oder du machst halt nicht so dumme Anfängerfehler, wie ich es getan habe. Jedenfalls, wenn ich dein Interesse an unserem GMTK Game Jam Spiel geweckt habe, dann probier es doch gerne mal aus. Das Spiel ist kostenlos im Browser spielbar und hat für eines der Level sogar ein Leaderboard. Ich danke dir jedenfalls fürs Zusehen und wünsche dir noch viel Spaß beim Zocken aller Spiele dieser Welt.